Ich wollte ja keinen vorsätzlich verletzen. Und das hat mir so mein Herz zerrissen, dass ich meine engsten Freunde in so eine Situation gebracht habe und sie mit meinem Handeln so verletzt habe. Also ich habe zum Unfallzeitpunkt 1,2 Milligramm pro Liter gehabt. Das sind fast 2,5 Promille. Und ich habe es nicht gemeint. Also ich bin die Pia, ich bin 23 Jahre alt und im Oktober 2022 habe ich einen schweren Verkehrsunfall gehabt, wo ich frontal gegen einen Baum gefahren bin und wir waren 3 Schwerverletzte. Ich bin alkoholisiert und unter Drogeneinfluss gefahren. Ich bin gebürtig aus Oberösterreich und bin zurück ins Elternhaus gezogen. Und Freunde von mir aus Salzburg und aus dem Pinzgau haben mich besucht. Und wir sind dann am Abend bei mir in der Wohnung zusammengesessen und haben halt da schon ein Bier getrunken. Und wir sind dann in den nächsten Ort nach Mattighofen gefahren und wollten da halt nur mal fortgehen ein bisschen. In der Bar war aber relativ wenig los und uns hat es dann schnell nicht mehr interessiert. Und dann wollten wir eigentlich wieder zu mir nach Hause fahren und das ist ein Weg von 5 Minuten. Und wir sind nur voller Gelächter und alles zu meinem Auto gegangen und haben nur Musi aufgetragen und mitgesungen. Und meine Freundin hinten am Beifahrer sagt nur, jetzt schnalle ich mich besser an. Mein Freund und ich, wir schauen uns nur so an und er macht nur so einen bläden Schmäh. So, ja, hinten ist noch nie wer gestorben. Circa 5 Minuten später bin ich frontal gegen einen Baum gefahren mit ca. 60 km/h. Meine Freundin hinten war nicht angeschnallt. Sie ist mir in die Windschutzscheiben dann reingeflogen. Mein Beifahrer hat mir noch rübergegriffen. Es ist alles einfach ganz, ganz schnell gegangen. Ich kann mich nur erinnern, dass mir ein Auto entgegengekommen ist und deswegen habe ich aufs Parkett rausgelenkt und wollte dann wieder auf die Straße ganz normal und war aber in einer scharfen Rechtskurve und bin dann links frontal gegen den Baum geracht. Wie soll ich sagen, wir haben immer sehr, sehr viel Party gemacht und deswegen glaube ich, habe ich es halt einfach auch sehr unterschätzt, wie angetrunken dass ich eigentlich gewesen bin. Also ich bin sicher einige Male davor schon angetrunken mit dem Auto gefahren, aber sicher nicht in so einem Maß wie an dem Abend. Und das Nächste, was ich dann weiß, ist nur noch Geschrei. Und dann weiß ich nichts mehr. Mein Beifahrer hat sich die Wirbelsäule gebrochen, beziehungsweise ich glaube 2 oder 3 Wirbel waren es, was er sich da beschädigt hat. Meine Freundin hinten, die hat es sehr, sehr schlimm erwischt, weil sie nicht angegurtet gewesen ist. Deswegen ist sie vor mir in die Windschutzscheibe reinknallt und ich bin eigentlich so quasi auf sie drauf. Sie hat einen offenen Nasenbeinbruch erlitten, einen Steißbeinbruch, einen Oberschenkelbruch, also nur ganz, ganz viele schlimme Sachen. Und mir ist eigentlich nicht so viel passiert. Ich habe eine kleine Narbe am Knie, wo mein Schlüssel drinnen gesteckt ist und leichte innere Blutungen. Die Wochen danach waren sehr, sehr schwierig für mich. Ich wollte ja, dass ich mich kurz nach dem Unfall, also bin eine Zeit lang auf der Intensivstation gelegen, bin dann auf die Normalstation im Braunauer Krankenhaus gekommen und bin dann für kurze Zeit nach Hause und habe mich da dann innerhalb von einer Woche auf die psychiatrische einweisen lassen für einen Entzug und weil ich einfach nicht mehr gewusst habe, wie ich mit meinem Leben klarkommen soll. Ich habe so was Schlimmes gemacht und ich hätte mir das kann man sich, glaube ich, nie verzeihen, wenn man wem sowas antut. Der Unfall war im Oktober und im Februar war dann die erste Gerichtsverhandlung, wo ich dann auch zu 6 Monaten unbedingt und zu 3 Monaten bedingter Haft verurteilt worden bin. Mein Appell an die ganzen Leute ist, dass sie vielleicht einfach ein bisschen mehr nachdenken, bevor sie sowas machen. Und nicht an sich selber denken, was mit mir ist, dass der Führerschein weg ist, dass ich eine Strafe zahlen muss, sondern einfach an die Schlimmste denken, dass du ein Menschenleben auf dem Gewissen haben kannst. Und wie traurig du wärst, wenn die auf einmal wer in der Nacht anrufst oder aufweckt, dass einer von deinen Liebsten wegen einem Alkohol- oder Drogenlenker gestorben wäre.